Heute ein Haul, das dem Motto mäßig von Apple geklaut sein könnte. Denn Apple sagt ja immer Designed in California and assembled in China. Ja, warum nicht bei Klemmbausteinen Designed in Luxemburg und assembled in China? Willkommen in der Noppenklötzchenscheune. Mein Name ist Bloxer und Freunde, heute geht es um einen Haul, der irgendwie kein richtiger ist, denn ein paar der Sets, die ich euch jetzt zeige, habe ich euch schon mal gezeigt. Es sind nur noch ein paar hinzugekommen, die thematisch alle passen, denn wir sprechen heute, wen Wunder, ihr habt es im Intro gehört, über Klemmbausteine aus Luxemburg von der Firma Lubrix von meinem lieben Freund, dem Patrick. Patrick kenne ich schon ganz lange. Er war Designer bei Modbricks und bei Bluebricks und hat mittlerweile in Luxemburg seine eigene Firma. Die Sets werden unter anderem aus Go-Brick-Steinen zusammengestellt und er macht fast alles alleine. Deswegen nutze ich gerne meine Reichweite, um ein bisschen Werbung zu machen, denn ich finde seine Sets ziemlich cool. Und damit das nicht nur hier auf mich beschränkt bleibt, werde ich das ein oder andere Set an Content Creator schicken, die dann vielleicht auch diese Sets reviewen. Dann von mir zwar einmal gebaut, aber eine andere Meinung außer meine finde ich ganz spannend zu diesem Thema und ich möchte Patrick unterstützen. Mit Patrick wäre ich übrigens das schon mal als kleiner Teaser bei Lego Masters gelandet. Leider hat es terminlich dann nicht geklappt. Wir sind durchs Casting gekommen, aber Fernsehproduktion und Termine im privaten Leben, das klappt nicht immer. Ich habe hier eine ganze Menge an Sets stehen. Wir gehen sie jetzt ganz durch. Teilweise sind die Bezeichnungen luxemburgisch, was ja auch logisch ist bei einer luxemburgischen Firma. Aber was ganz cool ist, der Patrick ist super digital unterwegs und hat überall QR-Codes und da wird alles sauber erklärt. Und auch die Bauanleitungen gibt es als PDF zum Downloaden. Ich finde das klasse. Und fangen wir doch gleich mal an mit einem Traktor. Hier auf Luxemburgisch heißt das Traktor. Natürlich ein Traktor. Ich würde sagen, das ist ein großer MB-Truck. Ein Traktor aus dem Hause Daimler-Benz. Ein riesen ikonisches Fahrzeug. Patrick hat aber auch schon für viele Firmen Lizenzen sich eingeholt oder für Organisationen, wie hier zum Beispiel für das Monument zum Schengen-Abkommen, nämlich aus der Stadt Schengen, die bekanntlich in Luxemburg liegt. Und da hat er auch eine Lizenz und ich finde richtig cool, wie das Design der Kartons bei Patrick aussieht. Ein bisschen kindlich, ein bisschen im Comic-Look, ein bisschen wie gemalt. Ich finde es ziemlich cool und hier oben sehen wir auch Schengen, Luxemburg, so ein kleines, ja, Diorama, ein kleines Monument, wie im Original mit diesen Stelen. Das finde ich gut. Ein Zeichen für Europa. Ich mag Europa und ich mag vor allen Dingen Schengen. Wir werden gleich sehen, dass Patrick eine ganze Menge zum Thema Eisenbahn gebaut hat. Und wenn man Eisenbahnsets rausbringt, finde ich es richtig klasse, wenn man seine eigene Steuerung mitbringt. Hier einen eigenen Motor, sicherlich von einem chinesischen Partner mit Fernsteuerung. Wir werden, wenn wir diese Sets reviewen, dann bestimmt auch wissen, wo kommen die her. Ach, ich sehe schon, unten drunter steht Mold King. Also das Thema Go-Bricks Steine zieht sich durch. Ich habe teilweise Sets schon bekommen, habe ich euch gesagt. Deswegen nicht wundern. Was ich nicht bekommen hatte, sind Prellböcke. Dürfen nicht fehlen, finde ich cool. Der Patrick hat hier weit gedacht. Was neu war in der Lieferung unter anderem war, und das ist halt der Hammer, hier eine limitierte Edition eines Waggons. Denn Eisenbahnen und Lokomotiven sind immer cool, aber so ein Waggon ist der Hammer. Hier haben wir über 1000 Steine. Nicht wundern, der Patrick baut die immer auf so Displays und dann kann man sich hier den Hintergrund ausschneiden und kann dann diesen Waggon auf so einen Stand packen und den Hintergrund anzeigen. Und auch da wiederum gibt es hier alles per QR-Code. Und wir sehen es hier, 1438 Steinchen für so einen Waggon. Finde ich cool. Ich zeige euch jetzt ein bisschen was wir schon gesehen haben. Nämlich hier zum Beispiel eine V100, auf die bin ich ganz besonders scharf. Die hat er nämlich sogar in Lizenz mit der Firma Railflex. Es sind hier ja 6 weit, ist es breit und es sind 974 Steinchen. Da können wir dann zum Beispiel hier diesen Motor unterbringen.
Dann haben wir hier das sogenannte Streckeisen. Der Patrick hat mir schon mal erklärt, was das bedeutet. Ist auch so eine Rangierlok. Wir finden natürlich im Video dazu dann heraus, was genau es für eine ist. Und dann fällt mir auch wieder ein, was der Patrick mir gesagt hat, was Streckeisen bedeutet. Bügeleisen wahrscheinlich nicht, Brechstange auch nicht. Wir finden es heraus. Lohnt sich also zu warten, bis wir dieses Video hierzu machen. Und auch da wieder Landschaft zum Ausschneiden. Und dann habt ihr einen Stand, wo ihr diese Lokomotive, die BB 3608, so nennt er das hier, uns anschauen könnt. Sieht auf jeden Fall sehr bunt aus, finde ich cool. Also nicht bunt, sondern farblich. Dann hatte er beim letzten Mal schon einen Linienbus, einen aus Luxemburg dazu gepackt. Und Luxemburg muss sehr ländlich sein. Wir haben hier eine Landstraße. Ich war bis jetzt in Luxemburg, Asche auf mein Haupt, nur zum Tanken. Bei mir war der liebe Patrick schon mal, aber zum Tanken war ich sonst nur in Luxemburg. Ich glaube, es schreit mal auf einen Gegenbesuch beim Patrick. Und ich glaube auch hier mit einer Lizenz CFL. Das hat irgendwas von öffentlichem Transportwesen in Luxemburg. Dann etwas, wir heben es uns mal auf, was ich ganz besonders cool finde. Wir gucken uns erstmal hier nochmal an. Eine Lokomotive, auch wieder mit Landschaft im Diorama. 1156 Steinchen. Und es ist die, steht so gar nicht drauf, Serie 3000. Wenn ihr wisst, was das ist, Freunde, lasst es mich gerne wissen. Ich bin, wie ihr wisst, immer gerne bereit, hier Infos zu liefern. Das ist ja der Sinn meines Kanals, dass ich immer Infos zu solchen Sets raussuche und euch das erkläre und einen historischen oder technischen Part in meinen Videos habe und einordne, was es so gibt. Hier bin ich echt überfragt und freue mich auf die Recherche. Wo ich aber mich richtig drauf freue, und das war der Hauptgrund, warum Patrick mir nochmal einen Nachschubkarton geschickt hat, ist die berühmte Köf. Da ist sie hier gut zu erkennen, dass er zum Ausschneiden so einen Industriebereich genommen hat. Und da haben wir unsere Köf, da ist sie drauf. Und die ist der Grund, warum er mir nochmal ein Paket geschickt hat. Die Köf ist in aller Munde, glaube ich. Viele Menschen mögen sie. Es gab auch schon den einen oder anderen Klemmbausteinhersteller, der die dargestellt hat. Ich bin gespannt, wie Patrick die Köf umgesetzt hat. Sie ist ziemlich niedlich, sie gefällt mir. Und alleine deswegen freue ich mich, hier nochmal dieses Haul zu machen, sie euch zu zeigen. Und vor allen Dingen, vielleicht werde ich die Köf dann auch an einen eurer Lieblingscreator da bei YouTube draußen senden, dass der dann ein Review nochmal macht und somit Patrick nochmal ehrliches Feedback bekommt und natürlich, das gehört dazu, auch ein bisschen Reichweite. Schreibt mir eure Meinung gerne mal zu diesen Sets, die ich bekommen habe, in die Kommentare. Ich liste euch das alles auf. Das hier ist natürlich kostenlose Werbung, wobei nicht ganz. Ich habe ja Sets bekommen, die ich aber, wie ich gesagt habe, teilweise wieder an andere weiter schicke, damit Patrick da ein bisschen Mehrwert zu hat. Und denn ich bin wirklich mit ihm befreundet. Ich würde euch jetzt ganz gerne das Video zeigen von der Bewerbung für Lego Masters, aber das ist so peinlich, das erspare ich euch. Also in diesem Sinne, Freunde, gerne mal über den Tellerrand gucken. Ich finde es spannend, Klemmbausteine aus Luxemburg. Gebt mir mal euer Feedback und dann verbleibe ich wie immer auf Wiederbauen. Euer Freund, der Blockstar.